Herzlich willkommen zum KeyHelp Administrationstutorial. In diesem wollen wir uns den Wartungsintervallen von KeyHelp widmen. Hierzu klicken wir im linken Menü auf Wartungsintervalle. In der hier folgenden tabellarischen Auflistung sind alle Wartungsintervalle übersichtlich dargestellt. Die einzelnen Aufgaben wären zum einen die normale Aufgabenbearbeitung. Dies ist der Hauptgrundjob von KeyHelp und läuft in aller Regel einmal pro Minute. Dieser löst die weiteren Aufgaben aus und führt auch Änderungen zum Beispiel beim Hinzufügen von Benutzern oder Änderungen von Speicherplatzzuweisungen durch. Die Aufgabe Speicherplatz berechnen berechnet üblicherweise einmal pro Stunde den von den Benutzern belegten Speicherplatz. Aus Performancegründen läuft diese Aufgabe nicht in Echtzeit, sondern nur zu diesem etwas größeren Intervall. Die Aufgabe Administrationspanel aktualisieren prüft einmal in der Nacht auf dem KeyHelp-Server nach einer neuen KeyHelp-Version. Sofern man kein automatisches Update der KeyHelp-Version wünscht, sollte man diese Aufgabe deaktivieren. Die Aufgabe Statistik aktualisieren berechnet einmal täglich die Webstatistiken der Benutzer, welche diese dann aufrufen können. Die nächste Aufgabe Serverdienste aktualisieren prüft alle 2 Tage über die Paketquellen der jeweiligen Linux-Distribution auf Sicherheitsaktualisierungen für diese. Hierbei werden die Systembefehle apt-get update und apt-get upgrade ausgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass Updates, welche den Befehl apt-get dist upgrade benötigen und entsprechend die Installation zusätzlicher Pakete bedingen, nicht automatisch von KeyHelp ausgeführt werden. Derart ausstehende Updates sind im Dashboard entsprechend ersichtlich und müssten über die Konsole manuell installiert werden. Die nächste Aufgabe, PHP-Session-Dateien bereinigen, entfernt alle 6 Stunden entsprechend nicht mehr benötigte PHP-Session-Dateien, damit diese nicht in großer Zahl im Dateisystem anwachsen. Die Aufgabe Antivirenscanner führt einmal wöchentlich eine Virenprüfung der Webverzeichnisse und E-Mail-Verzeichnisse durch, um den Administrator über gegebenenfalls eingeschleuste Schadenskripte informieren zu können. Die Wartung von SSL- und TLS-Zertifikaten prüft einmal täglich in der Nacht, ob für die installierten Let's Encrypt-Zertifikate entsprechende Updates nötig sind. Das heißt, wenn diese kurz vor dem Ablaufen sind, werden diese dann automatisch erneuert. Und die letzte Aufgabe, PHP-Interpreter aktualisieren, prüft einmal in der Nacht zwischen 5 und 6 Uhr, ob auf dem KeyHelp Update-Server für die von KeyHelp bereitgestellten zusätzlichen PHP-Versionen neue Versionen vorliegen. Soweit die Übersicht über die Wartungsintervalle und deren Bedeutung. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial.